Servus zusammen, es geht ab heute bei Marcel's Hockey School ein Product Review, was ganz Verrücktes. Normalerweise mache ich nicht allzu viele Product Reviews, aber wenn was, sage ich mal, ganz Besonderes auf den Markt kommt, dann schon. Und ich habe mir die Teile hier ergattert. Bauer Connect. Torwart-Schlittschuhe sehen ganz anders aus. Ich muss zugeben, das erste Mal, wo ich sie gesehen habe, wusste ich nicht, was die sind. Ich dachte eigentlich ein Leihschuh, tut mir echt leid, weil die einzigen Schuhe, die so einen Verschluss haben, auf dem Schlittschuhmarkt sind eigentlich Leihschuhe, aber das ist eigentlich das Topmodell vom Bauer, was die Torwart-Schlittschuhe anbelangt. Angeglichen an einen Skischuh. Das waren meine alten Skates. War tatsächlich sehr zufrieden damit. Die sind jetzt 4 Jahre alt. Zweite Modell vom damals, der S29. Aber 4 Jahre her ist jetzt Zeit für was Neues. Ich bin sehr gespannt. Leg mal los. So, was ist so besonders an den Skates? Natürlich, dass man sie nicht binden muss. Man hat einfach nur diese 2 Verschlüsse hier. Somit spart man sich das Schlittschuhbinden, ist sehr schnell. Noch dazu, es hat eine Außenschale und eine Innenschale. Die Innenschale kann man so einfach rausmachen. Die sind beide thermoverformbar. Ich muss gleich zum Sweep Hockey fahren und mir die fitten lassen. Das wird zuerst gebacken, dann da reingetan und das wird dann auch gebacken. Weiß ich nicht so genau, wie es geht, werden die Leute vom Sweep mir das mal erklären lassen. Diese Gelenk ist hier der Schlüssel zu dem Skate. Torhüter brauchen auch sehr bewegliche Knöchel. Das ist manchmal schon ein Problem. Der Schlittschuh ist hier beweglich wie ein Skischuh. Der Gelenk bewegt sich. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mal Knöchelprobleme gehabt in meinen Torwartskates. Das könnte mir vielleicht helfen, auch mit der Beweglichkeit. Ist eine super coole Sache. So, jetzt hat es angefangen fast zu stürmen. Sehr gutes Timing für ein Video draußen. Von daher denke ich, dass es Zeit ist, zum Sweep zu fahren, die fitten zu lassen. Ein paar kleine Anmerkungen davor, was die Größe anbelangt. Also die sind Größe 7, passen mir perfekt. Ich habe die hier in Größe 7 bestellt, beziehungsweise die kommen nicht in Größe 7, die kommen in Größe 7 bis 7,5, 8 bis 8,5, also es gibt eigentlich keine Halbgroßen. Größe 7 war viel zu klein, ich habe Größe 8 bis 8,5, das passt gerade so. Oh, jetzt fliegt meine Boot von der anderen Seite weg, also eine Nummer größer werdet ihr wahrscheinlich nehmen müssen. So, bevor meine Kamera jetzt umkippt vom Wind, gehen wir jetzt ab zum Sweep. Also wir sind jetzt hier beim Sweep. Captain Rotbart und ich haben ein bisschen diskutiert, wie man sie genau backen muss. Captain Rotbart, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, dass wir die Connects von Marcel fitten. Und zwar muss man die unterschiedlich fitten, Innenboot, Außenboot. Die Schuhe gehen jetzt insgesamt, der Kunststoff Oberschuh geht 7 Minuten in den Ofen. Nach 3 Minuten packen wir den Innenschuh dazu. Danach geht der Marcel erst in den, dann in den und dann in leichte Position und dann schauen wir mal, wie er sich anfitten lässt. Also, der Connect ist jetzt 3 Minuten drin, die Außenschale. Jetzt packen wir dazu den Innenschuh. Dann läuft er noch 4 Minuten mit und dann sehen wir uns gleich wieder. Also wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn die raus aus dem Ofen kommen, vor allem die Schnallen sind knallheiß, schwer anzufassen. Wir haben es aber hinbekommen. Ich merke jetzt schon sehr viel, obwohl man beim warmen Schuh nicht zu weit nach vorne gehen soll. Aber ich merke trotzdem sehr viel Flex nach vorne. Ich denke, das ist grundsätzlich gut. Fühlt sich gut an, bequem, schön weiche Innenfutter. Auf dem Eis wird sich das zeigen. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game
break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. So, erstes Torwarttraining des Jahres vorbei. Nichts Besonderes gemacht. Viele Shuffles, ein paar T-Pushes, Butterfly, aber richtig gutes Gefühl. Trotzdem super Flex nach vorne. Trotzdem sehr gute seitliche Stabilität. Keine Schmerzen mehr an den Seiten, keine Druckstellen mehr. Das war jetzt schön. Nur leichte Schmerzen an der Sohle meines Fuß. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ich meine, du hast so einen teuren Schuh hier, ein brutal gebauter Schuh. Und viele Schlittschuhunternehmen dann tun eine 1-Euro-Einlage rein. Das ist ja kein großes Problem für mich, weil ich orthopädische Einlagen habe in meine alte Torwart-Schlittschuhe. Die werde ich dann hier rein tun. Werde ich wahrscheinlich den Schuh dann nochmal backen müssen, weil mein Fuß ein bisschen anders in den Innenschuh sitzen wird. Aber das ist kein großes Problem. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn man so viel in eine Schlittschuh investiert, dass man auch ein bisschen in der Einlage auch investiert. Baseball bat, gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. If it's not how you fall, so you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with guns. I'm so done, you had your fun, and now you gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. So, ich bin wieder da, war leider zeitlang krank, konnte nicht ins Tor, aber diese Woche 3-mal ins Tor gegangen, heute früh sogar um 6:15 Uhr vor der Schule, Frühskills-Training, die ich meistens als Skills-Coach leite, aber einmal im Monat gehe ich im Tor. Spaß für mich, Spaß für die Jungs und Mädels. Ich kann endlich mal ein Urteil fallen und ich finde sie, ganz ehrlich, ich finde sie wirklich super. Was mir gefällt, ist auch der Grund, warum ich sie bestellt habe. Diese schöne Flex nach vorne, ohne die seitliche Stabilität zu verlieren. Ja, wenn ich bei meinen alten Schuhen habe ich die obere Öse freigelassen, da habe ich viel Flex nach vorne, aber ich habe mich immer wackelig an den Seiten gefühlt. Und das möchte ich nicht haben, aber diese schöne Flex nach vorne, weniger Belastung für den Knöchel und es fühlt sich einfach gut an. Man hat hier hinten, man hat hier bis, ich kann es ja nicht wirklich auseinanderziehen, so gut. Vielleicht sieht man es da ein bisschen. Man hat bis 22 Grad extra Flex. Ob ich 22 Grad Flex bekomme mit meinem Stil, glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich spüre schon, dass ich einen guten Flex nach vorne habe. Und das war wirklich der Grund, warum ich die Skates bestellt habe. Was tatsächlich echt cool finde, ich dachte erstmal, naja, ist eigentlich egal. Aber die Tatsache, dass man dies nicht schnüren muss, sondern einfach mal Clip, Clip, fertig. Es spart Zeit und es ist tatsächlich echt cool. Man braucht eine Zeit lang, um wirklich genau die richtige Einstellung zu finden. Hier kann man es auseinanderschrauben und dann nochmal reinschrauben, wenn man das anpassen muss. Und ich müsste das tatsächlich nochmal machen, nachdem ich es zum zweiten Mal im Ofen hatte. Weil dadurch hat sich der Schlittschuh ein bisschen anders angepasst und das musste ich dann hier nochmal justieren. Aber das muss man nur einmal machen oder zweimal und dann gut ist. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben und ich versuche diese Review immer so objektiv wie möglich zu machen. Von daher muss ich es euch erzählen. Punkt Nummer 1, was ich einfach immer nie verstehe, das hier ist ein 1000 Euro Schlittschuh oder sogar mehr. Warum bekommt man einen 1 Euro Einlage drin? Also man könnte wirklich einen besseren Job, eine etwas bessere Einlage bekommen. Punkt Nummer 2, den Runner, das Eisen. Also ich finde, beste Eisen
ist der Bauer Puls TI. Diese schwarze, glitzernde Eisen habe ich in meinem alten Torwart-Schlittschuh gehabt, fand ich absolut überragend. Die finde ich okay, aber wenn es nass wird, sieht man auch ab und zu mal ein bisschen Rost dran. Das ist nie passiert bei den anderen Eisen. Ich würde mir halt wünschen, wenn ich wirklich das alle Top-Modell vom Schlittschuh kaufe, dass ich wirklich alle der Top-Eisen auch dazu bekommen würde. Fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich mag sie wirklich, trotz dieser kleinen Nachteile, weil performancemäßig finde ich sie richtig gut. Wenn ich gewusst hätte, jetzt hat Bauer ein zweites Modell raus auf den Markt gemacht für einen deutlich niedrigeren Preispunkt. Ich wusste zu der Zeitpunkt meiner Bestellung nicht, dass es den Connect HF2 geben wird, sonst hätte ich sie bestellt. Ich als leidenschaftlicher Hobby-Torwart und Torwarttrainer, aber kein Profi, braucht nicht den Top-Modell. Deswegen bin ich auch froh, dass Bauer eine zweite Modell rausgebracht habe, die deutlich günstiger ist, damit nicht nur die Profis oder Leute mit sehr, sehr viel Geld sich das leisten können. Weil, wie gesagt, bis auf ein paar kleine Abstriche, absoluter Top-Schuh, gefällt mir sehr, sehr innovativ. Man denkt sich am Anfang, würde es hinhauen? Es hat auf jeden Fall hingehauen. Sehr gute Knöchelmobilität, sehr gute Flex nach vorne, das braucht man unbedingt als Torwart. Ich finde sie super. Ich hoffe, dass dieses Video euch ein bisschen helfen könnte, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst für euer nächstes Paar Torwart-Schlittschuhe. Viel Spaß da draußen auf dem Eis und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.